Benvinguts i bienvenidos. Avui farem una mona de Pasqua. Poseu-vos el subtítol en català o qualsevol llengua que voleu. Comencem. Ich freue mich heute ganz besonders, dass ich euch meine Ostertorte präsentieren kann. Ich habe ganz lang dran rumgeschraubt und gedreht, bis es wirklich so geworden ist, dass ich total zufrieden bin. Und ich freue mich riesig, dass ich euch das heute vorstellen kann. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Melli und heute zeige ich euch, wie ich eine ganz feine Ostertorte herstelle. Die Ostertorte hat als Basis so einen hellen Biskuit, der ist natürlich glutenfrei und vegan, sojafrei und frei von raffiniertem Zucker. Außerdem verwende ich keine Maisstärke. Diesen Biskuit befüllen wir mit einer ganz hellen, feinen Creme, so eine Art Buttercreme, auf Basis von einem Vanillepudding. Ich zeige euch, wie man den zubereitet, und von einer veganen Butter. Für unseren Biskuitteig, für unseren Mona, benötigen wir zuerst mal Reismehl, weißes Reismehl, damit der Teig schön hell wird. Das sieben wir durch. Dann haben wir Backpulver. Wir haben ganz fein gemahlene Mandeln, und zwar gehäutete, Fructosezucker. Fürs Aroma geben wir etwas Vanillepulver rein. Ich habe hier eine echte Vanilleschote, da kratzen wir das Mark gerade so raus. Da kannst du natürlich auch ein Vanillearoma, was du eben da hast, benutzen. Oder du lässt es auch weg, das würde auch gehen. Aber es wird schon etwas feiner im Geschmack, wenn es Vanille enthält. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist die Milch, und zwar eine Mandelmilch und ein Spritzer Zitronensaft. Das Ganze verrühren wir. Ihr seht, es geht unheimlich schnell, und dann wird es nur noch in die Form gefüllt und gebacken. Das ist der beste Tortenteig, der beste Biskuitteig, den ich bisher gemacht habe. Der wird wirklich ganz, ganz hell, schön fluffig. Öle die Form richtig gut mit Öl ein, damit es hinterher wieder gut aus der Form kommt. Jetzt gießen wir den Teig einfach nur rein. Wir backen den Kuchen jetzt im Heißluftprogramm bei 175 Grad, etwa eine gute halbe Stunde. Für die Creme benötigen wir einen Vanillepudding, der muss relativ fest sein, deswegen halte dich auf jeden Fall an die Mengengaben, die ich unten in der Infobox verlinkt habe. Wir starten mit der Mandelmilch, die gießen wir in einen Topf und erwärmen sie auf dem Herd, die muss einmal aufkochen. In die Mandelmilch geben wir unsere Süße, das ist der Agavensirup. Und während das Ganze jetzt zum Kochen kommt, haben wir hier unsere Kartoffelstärke. Wir haben noch einen Rest von der Milch zurückbehalten und mischen jetzt die Milch mit der Kartoffelstärke, damit sich das richtig gut vermengt und vor allem, dass keine Klumpen entstehen. Für den Vanillegeschmack benötigen wir Vanilleschote. Die geben wir einfach in die kochende Milch dazu. Wir können die so auskratzen. Wir gießen unseren Agavensirup dazu. Wenn die Milch kocht, gießen wir dann die Kartoffelstärke mit der restlichen Milch dazu, lassen es einmal kurz aufkochen und nehmen es vom Herd. Wir geben den Pudding jetzt in eine Schüssel, damit er abkühlen kann. Und dann stellen wir ihn zur Seite. Der Pudding wird erst weiterverwendet, wenn er vollständig abgekühlt ist. Der Tortenboden ist jetzt fertig gebacken. Wir nehmen den jetzt aus der Form. Ich löse ihn mit einem Messer rundherum, ganz vorsichtig. Dann stürze ich den Kuchen. Ich nehme das so ein Brust und drehe ihn einfach auf einen Schlag um. So. Und jetzt lösen wir den Boden ganz vorsichtig. So sieht jetzt unser fertiger Tortenboden aus. Ganz wichtig ist, dass wir den jetzt komplett abkühlen lassen, auf jeden Fall auf so einem Gitter.
Für die Creme für unseren Mona bzw. unseren Osterkuchen benötigen wir vegane Butter. Da ist es wichtig, dass diese Butter eine Butter ist, die in kaltem Zustand schnittfest ist. Zum Süßen benötigen wir Agavensirup. Da habe ich Vanille schon mit zugetan. Dann haben wir unseren Vanillepudding, den ich vorher gekocht habe. Der ist inzwischen abgekühlt. Und ein helles Mandelmus. Wir starten, indem wir die Butter zuerst mal schaumig rühren. Damit sich die Butter schlagen lässt, muss sie natürlich auf Zimmertemperatur sein. Das heißt, die muss weich geworden sein. Alle Zutaten müssen übrigens auf Zimmertemperatur sein. Jetzt mischen wir zu der Butter unser Mandelmus dazu, sowie unseren Agavensirup. Die genauen Mengenangaben stehen wie immer unter dem Video in der Infobox. Schaut da gerne nach. Und dann verrühren wir das Ganze wieder richtig kräftig, dass die Masse eine richtig schöne, schaumige Masse wird. Als nächstes nehmen wir unseren Pudding und rühren ihn genauso schaumig, aber separat zunächst. Beim Pudding kann es sein, dass der so fest ist, dass das mit diesem Schneebesen nicht so gut funktioniert. Du hast gesehen, das geht nicht richtig durch. Dann nimmst du einfach den Mixstab. Damit kriegst du es auch schön. Wichtig ist, dass es eine cremige Konsistenz bekommt. So, und dann mischen wir jetzt als nächstes diese beiden Massen. Wir geben die eine Masse zu der anderen hinzu und schlagen sie weiter schaumig. Das müsste dann mit diesem hier ganz gut gehen. Wie du siehst, ist die Masse jetzt relativ weich. Du kannst die Masse entweder jetzt im Kühlschrank etwas kühl werden lassen, dann wird sie dadurch auch fester. Oder du füllst, so wie ich das jetzt mache, nur den Innenteil des Kuchens und dekorierst den äußeren Teil später, wenn die Masse dann kühler ist. Unsere Creme ist soweit gerichtet und wir befüllen jetzt unsere Torte. Diese Creme wird, wenn sie kalt wird, auf jeden Fall fest. Es ist von daher, gerade wenn du vielleicht jetzt nicht so geübt bist, auf jeden Fall zu empfehlen, dass du da ist noch ein Stück Vanille drin, dass du die runterkühlen lässt, bevor du die Torte füllst. Sonst kann es dir passieren, dass die Creme auf der Seite total stark rausläuft. Wir stellen den Kuchen jetzt erstmal kühl. Die Cremes sind jetzt runtergekühlt. Wir legen jetzt den letzten Tortenboden oben drauf. Der ist mir leider in der Mitte etwas kaputt gegangen. Da habe ich es ein bisschen zu dünn geschnitten. Das kann passieren, das ist nicht schlimm. So. Wir lassen die Creme, die ist ja trotz allem eine relativ weiche Creme, wir lassen die einfach von oben quasi runterlaufen, streichen sie dann fest, bis dein kompletter Tortenrand mit Creme aufgefüllt ist. So, und ich gebe jetzt meinen Kuchen, meine Ostertorte, so schnell wie es geht in die Kühlung. Und dann machen wir später weiter mit der Dekoration. Wie ihr seht, haben wir unseren Mona jetzt dekoriert, unsere Ostertorte aufgeschnitten und ihr seht, wie wunderbar diese Schichten innen drin geworden sind und die schmeckt fantastisch.